Frau Jannes, Sie erlebten schon als Kind besondere Erfahrungen. Wie begann das und wann wurde Ihnen bewusst, dass Sie mehr sehen und hören können wie andere? Also bewusst wurde es mir mit 16, zwischen 16 und 18, also um den Dreh. Da habe ich sehr viele Leute verloren, also durch den Tod, und bin immer wieder auf Beerdigungen gewesen und so weiter und habe das natürlich nicht verstanden erstmal, warum mir das so oft begegnet. Ich habe dann bei der 5. oder 6. Beerdigung irgendwann mal wie so eine Frage nach oben gerichtet: Was soll das? Was läuft hier eigentlich? Also irgendwie ist das ja schon ein bisschen auffällig. Und habe dann plötzlich eine Antwort im Kopf gehabt. Sehr klar, wie ich es vorher nicht so bewusst erlebt habe. Gut, mit 16 natürlich dann nötige Bewusstsein plötzlich. Habe dann die Antwort bekommen: kauf dir mal ein Buch über das Leben nach dem Tod. Das habe ich dann gemacht, weil ich keine bessere Idee hatte. Und habe das gelesen und dachte, ja, weiß ich ja, was da drin steht. Und dann kam wieder ein Gedanke und der war, ja, glaubst du, das wissen andere auch, was da drin steht? Und dann hat es eben angefangen zu rotieren so ein bisschen. Dazu muss ich sagen, eben mit 16 hatte ich dann noch die erste Sterbebegleitung meines Lebens bei meinem Vater. Und ich war die Einzige, die in diesem Raum wusste, was zu tun ist, ohne dass ich jemals irgendwie mit diesem Thema zu tun hatte. Das Thema Tod und Sterben und die Loslösung war mir einfach total vertraut. Und ich hatte auch keine Angst davor. Habe ich nie gehabt und habe ich bis heute nicht. Also, und das ist eben in dieser Zeit passiert. Und ja, und rückblickend ist es so, dass ich sagen kann, als Kind war mir das nicht bewusst, aber heute weiß ich, dass mir als Kind sehr viele Dinge passiert sind oder stattgefunden haben, von denen ich heute weiß, was es ist. Und wie beispielsweise meine Urgroßmutter, die gestorben ist, bevor ich auf die Welt kam, die hat dann ist immer in meinem Bett aufgetaucht und abends, wenn ich schlafen sollte und so ein bisschen noch nervös war. Haben Sie sie deutlich erkannt? Ich habe sie deutlich erkannt und gesehen, ja. Ich habe sie gesehen und konnte sie meiner Mutter auch beschreiben. Also meine Mutter hat nicht gefragt und ich habe sie irgendwann erzählt. Und sie hat gar nicht so groß reagiert. Und dann einige Zeit später habe ich ein Foto von dieser Dame gesehen, irgendwo zufällig in einem Fotoalbum, und habe zu meiner Mutter gesagt als Kind, das ist die Frau. Da hat meine Mutter mich so ein bisschen komisch angeguckt und hat gesagt, ja, das kann ja gar nicht sein, du kennst sie ja gar nicht. Das ist ja meine Oma, also meine Urgroßmutter. Und sie hatte eine sehr gute Verbindung zu ihr, es war eine ganz tolle Frau. Und ja, das war mir, als meine Mutter dann sagte, ja, das kann nicht sein, hat sie gesagt, das ist meine blühende Fantasie. Und dann habe ich gesagt, okay, ist ja nichts Schlimmes, Fantasie. Und damit war das für mich abgehakt. Wie alt waren Sie da? Als ich das erste Mal bewusst so wahrgenommen war ich so 4. Und dann, ja, immer mal wieder. Aber so ich würde mal sagen, so mit 7, so mit Beginn der Schule hat das eigentlich aufgehört. Haben Sie im Verlauf Ihrer Kindheit noch weitere geistige Wesen gesehen? Ja, also mein Geistführer, den habe ich nicht gesehen, sondern gehört. Mit dem habe ich abends einfach immer gesprochen. Ich habe immer gedacht, ich rede mit Gott, weil ich ja evangelisch aufgewachsen bin, also reformiert. Und ich hatte immer eine ganz enge Verbindung zu Jesus und der war mir immer extrem vertraut. Keine Ahnung wieso, das war einfach so. Und das war auch so eine Sache. Ja, und dann habe ich einfach immer mit Gott gesprochen und fand das auch nicht schlimm. Das hat mir ja geholfen. Ich habe dann immer wie im Kopf Antworten bekommen und habe mir das dann auch wie zu Herzen genommen. Und dann hat mir das geholfen im Alltag, auch die Situationen, die schwierig waren mit meinen Eltern, die sehr viel gestritten haben, dann auch zu meistern. Also für mich war das eigentlich immer nur ein Zugewinn. Sie haben gesagt, dass Sie Ihren Geistführer gehört haben. Wie hat sich das weiterentwickelt oder hat er Ihnen eines Tages gesagt, dass er der Geistführer ist? Oder? Ja, nachher, als ich dann natürlich diese Türe aufgemacht habe und sich dieses ganze Thema Spiritualität in mein Leben eigentlich hineinkam, ich habe das nie gesucht, und ich dann sehr viel mehr Erfahrungen gemacht habe und verstanden habe, das ist das, das ist das, das ist das. In dem Moment wusste ich, das Gefühl und die Stimme, also diese spezielle Frequenz,
die kannte ich und die war mir ja vertraut und habe gewusst, das ist die Stimme, mit der ich mich als Kind immer unterhalten habe. Dieser imaginäre Freund oder wie man das sich vorstellen kann. Ich habe mich nie alleine gefühlt, nie. Obwohl ich sehr viel alleine war. Aber ich habe mich nie alleine gefühlt. Ist das zur Hauptsache diese beiden Personen, Ihre Großmutter und dann der Geistführer, den Sie während Ihrer Jugend gesehen haben? Das waren vor allem die meisten, ja. Ich habe aber auch, wenn ich irgendwo langgelaufen bin, wo es schon dunkel war, dann habe ich auch gespürt, wenn andere Art von Energien hinter mir herliefen. Und dann, gut, ich hatte keine Angst, aber ich habe gewusst, die sind irgendwie anders. Und das sind keine, die ich jetzt irgendwie besonders toll finde. Sie haben ursprünglich eine Goldschmiedelehre gemacht und arbeiten heute als Medium. Gab es ein Schlüsselerlebnis, das Sie auf diesen Weg brachte? Ja, also ein Wendepunkt war ganz klar. Ich habe mich dann nach der Goldschmiedelehre relativ schnell selbstständig gemacht und bin dann auch eine andere, ganz weit weg von Solingen gezogen, wo ich aufgewachsen bin und so weiter, und habe dann eben mich selbstständig gemacht und hatte dann so Räume gemietet und habe dort meine Goldschmiedegalerie aufgemacht. Und die Vermieter hatten ein Bestattungsinstitut im gleichen Haus und das war für mich überhaupt kein Problem. Eben anderen hätte das wahrscheinlich ein Problem gemacht. Ich habe nicht mal in einem Moment darüber nachgedacht, dass das irgendwie komisch sein könnte. Und habe dort meine Werkstatt eingerichtet, meinen Verkaufsraum. Und dort habe ich dann das über die Eltern, also meinen Mann kennengelernt, über die Eltern von ihm, die das Bestattungsinstitut hatten, mein erster Mann. Und der war Bestatter. Und damit kam eigentlich ein Wendepunkt. Wir haben uns dann kennengelernt, sind zusammengekommen und sind dann irgendwann mal im Kino gesessen, in einem Film, wo wir gar nicht wussten, was läuft, einfach so spontan. Und dann kam ein Film, wo es um Spiritualität ging, aber in verschiedensten Arten, also ein ganz unbekannter Film. Und ich saß da und das war mir alles total vertraut, obwohl ich mich nie mit sowas befasst habe. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt noch nie eine esoterische Buchhandlung von innen gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und dann sind wir nach Hause gefahren und dann hat mein damaliger Mann mich nur gefragt, ob ich auch an sowas glaube. Wir hatten vorher nie darüber gesprochen. Und da habe ich gesagt, ja, also irgendwie ist mir das vertraut, aber ich kann das gar nicht einordnen. Und so hat es eigentlich angefangen. Er hat gesagt, für ihn ist das auch etwas, was da ist. Und so hat es angefangen. Wir haben uns dann, er hat sich eigentlich sehr stark mit dem Thema befasst, hat dann mal einen Kurs gemacht, hat dies gemacht. Und ich habe eigentlich weiter mit meiner Goldschmiede gemacht und habe das nie gesucht. Und dann gab es ein ganz entscheidendes Erlebnis, wo ich wirklich überhaupt nicht mit gerechnet habe. Es hat mich interessiert, aber ich hätte nie gedacht, dass da bei mir noch mehr drin steckt oder dass da noch mehr kommt. Und da habe ich bei einer Sitzung, einem Gespräch, was er geführt hat mit einer Frau, die ihren Sohn verloren hat, gefragt, ob ich dabei sitzen darf. Als mich interessiert, dann hat er gesagt, ja, ja, klar. Und dann hat er angefangen und ich habe gemerkt, irgendwas ist komisch. Er hat sich als Medium betätigt. Genau, also er hatte damit angefangen und hat dieser Frau eben neben diesem Geschäft, war ja günstig, waren ja auch Leute, die das in Anspruch nehmen wollten, und hat das sehr gut gemacht, also die Male, die ich erlebt habe. Und dann hat er diesen Jenseitskontakt hergestellt und hat es zumindest versucht, es hat nicht funktioniert. Und ich habe gemerkt, er kam so ins Schwitzen und ich habe die ganze Zeit, seit diesem Moment, wo diese Frau da saß, eine Stimme im Ohr gehabt, also wie neben mir, einen Mann gesehen, einen jungen Mann gesehen, und der hat mir jedes Mal auf die Frage, die diese Frau gestellt hat, geantwortet. Und ich habe erst gedacht, was ist denn hier los? Dann habe ich gemerkt, dass er das Problem hatte und hat gesagt, irgendwie funktioniert es nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, ich habe mich überwunden und habe gesagt, du, ich habe mal eine Frage. Die ganze Zeit habe ich hier einen, der mir ins Ohr redet und ich kenne ihn nicht. Soll ich das mal sagen, was der erzählt? Weil vielleicht ist er das ja. Das habe ich dann gemacht und es hat alles gestimmt. Die Mutter konnte alles zuordnen. Das heißt, ich habe dann quasi den Kontakt gehabt und nicht er. Und das hat mich schon sehr tief beeindruckt, auch zu sehen, wie ihr das geholfen hat. Ja, und dann wir hatten dann auch Freunde, Nachbarn, also die auch so, der Heilpraktikerin, alles Mögliche, die sind Astrologin, und die haben wir dann alle kennengelernt. Also es war wie so ein Dominoeffekt. Das hat einfach angefangen und dann wurde mir eigentlich alles vor die Füße gelegt.
Und ich habe mich da relativ lang gegen gewehrt, weil ich dachte, nee, also ich laufe doch nicht durch die Welt und bezeichne mich als Medium und mache, also ich habe da wirklich eine viel bodenständigere Vorstellung von meinem Leben gehabt. Was nicht heißt, dass Spiritualität nicht bodenständig ist, aber das war schon ja, sehr speziell. Und dann sind immer mehr solche Dinge passiert. Und am Ende habe ich dann eine Ausbildung bei englischen Medien gemacht in Deutschland und nicht er. Er hatte sich angemeldet und hat dann gesagt, ach, er will damit nichts mehr zu tun haben. Und dann habe ich ihn gefragt, dann kann ich das auch machen. Er sagt, ja, mach doch. Ja, und so ging das dann eigentlich immer wieder weiter. Sie haben gesagt, bei diesem Schlüsselerlebnis haben Sie einen jungen Mann neben sich gesehen. Wie deutlich sahen Sie diesen Mann? Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man sich an einen Traum erinnert. Das ist wie so eine Leinwand im Kopf und dort sieht man das sehr, sehr genau. Ich habe ihn beschrieben, wie der aussah, was er trägt, wie alt er ist, und ich habe ihn auch als Mensch beschrieben. Also das ist etwas, was bei mir sehr stark ausgeprägt ist, dass ich Menschen in ihrer Persönlichkeit sehr schnell erfassen und beschreiben kann. Und ich ganz oft von Eltern höre, ich könnte mein Kind nicht so gut beschreiben, wie sie das gerade gemacht haben. Also in der Persönlichkeit. Es ist mir eben auch wichtig, den Mensch in seinem Temperament, seinem Charakter zu erfassen. Das ist mir persönlich total wichtig. Ja. Wenn Sie als Medium tätig sind, wie muss man sich das vorstellen? Wie können Sie die anwesenden Geistwesen wahrnehmen? Das ist sehr unterschiedlich. Also letztendlich ist es vielleicht so zu erklären, es gibt verschiedene Ebenen. Entweder ich spüre körperlich, dass jemand im Raum ist, dann gehe ich wie mit meiner Aufmerksamkeit dorthin und schaue, was genau spüre ich zum Beispiel körperlich. Also ich kann einmal über den Körper arbeiten, ich kann über die Gefühlswelt arbeiten, ich kann über die Bilderwelt arbeiten und ich kann über die Sätze arbeiten, also über die Sprache. Also dass ich Gedanken habe, wo ich merke, es sind nicht meine. Die haben auch wie einen anderen Ton. Also das ist wie eine Stimme. Also eine Stimme, eine andere Stimmlage und ich merke, es sind nicht meine Gedanken. Die hören sich ganz anders an. Und das hängt, also die Ebene, auf der ich mit einem Verstorbenen kommuniziere, auch über Bilder geht es auch noch, dass er mir wie Bilder zeigt. Wenn zum Beispiel ein Unfall passiert ist, dann frage ich, beschreib mir mal die Umgebung oder wie das aussah. Dann kriege ich Bilder. Also das kommt drauf an. Aber es hängt ein bisschen vom Verstorbenen ab. Leute, die sich zum Beispiel nicht gut ausdrücken konnten mit Worten zu Lebzeiten, da wird es auch schwierig. Da merkt man, die stehen dann da und wissen das nicht recht irgendwie umzusetzen. Dann ist eben gut, wenn ich sage, okay, dann zeig mir ein Bild oder ein Gefühl. Also ich kann Ihnen wie alle Frequenzen zur Verfügung stellen und Sie müssen einfach die nehmen, wo es am besten klappt. Also es ist so ein bisschen wie so ein Eingrooven. Für mich am einfachsten ist natürlich, wenn ich die Sachen in den Kopf kriege und ich brauche sie nur wiederholen. Das ist für mich am allerwenigsten Arbeit. Oder eben, ich bekomme das Gefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel frage, wie sind deine Gefühle zu der Person, die da sitzt, dann kriege ich das Gefühl, dann beschreibe ich dieses Gefühl und dann kann der andere es einordnen. Es ist immer also so eine Art Übersetzung auf verschiedenen Ebenen. Oder ich frage nach einem Bild, wie hast du ausgesehen? Und dann sehe ich das wie eben vor meinem inneren Auge auf dieser Leinwand. Es gibt, aber das ist das Hellsehen, Hellriechen, Hellhören und so weiter. Dass, wenn man jetzt Verstorbene mit den Augen sieht, oder mit dem Ohr wirklich hört, wie jemand Hallo ruft, dann ist es kein Hellhören und kein Hellsehen, dann ist es wirklich mit den körperlichen Sinnen wahrgenommen. Das gibt es auch, aber das ist nicht so häufig. Das ist in der Regel bei der medialen Arbeit eigentlich nicht das Thema. Es findet innerlich statt. Muss man sich für diese mediale Arbeit etwas vorbereiten? Also es gibt ja Medien, die einen Trostzustand erreichen. Nee, muss ich nicht. Sie nicht? Sie haben das einfach. Ja. Ist doch gut. Ja, ist doch gut. Ich weiß, ich fände das wahnsinnig anstrengend, wenn ich mich da ich meditiere auch nicht gern und ich finde, ich schlafe jedes Mal ein, wenn ich dann erst meditieren müsste. Das muss so gehen, so. Sie haben mir in einem Vorgespräch gesagt, dass Sie sich an frühere Leben erinnern können. Wie kamen Sie zu dieser Erkenntnis? Ich habe schon immer, auch als Kind, sehr viel über die Traumwelt verarbeitet. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ich habe so verschiedene Art von Träumen. Also es sind verschiedene Zustände.
ist mir aber auch erst später bewusst geworden, weil spannenderweise bestimmte Art von Träumen habe ich nie vergessen. Die sind einfach vollkommen in meiner Erinnerung geblieben. Mit jedem Detail, mit jedem Bild. Und irgendwann, als ich dann eben mit meinem Bestattermann da zusammengekommen bin und den Kolleginnen, dann kam irgendwann mal das Thema drauf, vergangene Leben und so. Da habe ich gesagt, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass ich mal irgendwo gelebt habe, vielleicht. Und dann kam man so drauf und haben sie mich das auch gefragt. Und ich gesagt, naja, ich habe so Träume gehabt. Und dann habe ich das aber auch wieder zur Seite gepackt, weil ich das nicht besonders wichtig fand, weil ich lebe ja jetzt und nicht damals, das ist ja vorbei. Und dann sind wir irgendwann das Schlüsselerlebnis zu dem Thema, wo ich dann wirklich wusste, ich habe schon mal gelebt und ich habe die Verbindung gefunden, war dann definitiv, als wir dann, meine Mutter und ich, später, als war ich schon erwachsen, Seminarzentrum oder aufgebaut haben, so ein bisschen in der Pfalz, im Kleehof. Und ich weiß noch, wie wir dorthin gefahren sind. Es war ein uralter Hof, über 400 Jahre alt. Und ich bin dorthin gefahren und habe irgendwie gewusst, hier war ich schon mal. Und diese Déjà-vus habe ich als Kind ganz viel gehabt. Wir sind nach Jugoslawien gefahren, damals Jugoslawien, und bin um die Ecke gekommen und ich wusste, hier war ich schon mal, und wenn man jetzt da vorne links fährt, dann kommt eine Bäckerei, und wenn man da lang fährt, dann kommt das, und da vorne ist der Hafen, obwohl ich da noch nie war, da war ich so 11. Das sind so typische Sachen, die in meiner Kindheit passiert sind, also immer irgendwie. Und da bin ich dann auch hingekommen, dachte, hier war ich schon mal. Aber ich konnte es noch nicht ganz einordnen. Mit meiner Mutter hatte ich auch schon drüber gesprochen, über diese Erinnerungen an die alten Leben. Und vor allen Dingen das mit der Französischen Revolution, Beginn der Französischen Revolution und so. Und da haben wir mal so drüber geredet. Irgendwann ruft mich meine Mutter total aufgeregt an und sagt, du glaubst es nicht. Weißt du eigentlich, wo die Französische Revolution begonnen hat? Weil ich habe zu den absoluten Anfängen der Französischen Revolution gelebt. Und da sage ich, nee, keine Ahnung, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht und habe auch noch nie nachgelesen. Dann sagt sie, ja hier, in der Pfalz, dort, der Kleehof. Ich habe gerade eine Sendung gesehen, wo der Kleehof aufgetaucht ist als einer der Stellen, wo die Französische Revolution begonnen hat. Das war damals eben noch Französisch. Und haben da verschiedene Details genannt, die ich nicht wissen konnte. Und er sagt, sie haben auch Fotos gezeigt von so Soldaten, wie die aussahen. Die haben genauso ausgesehen, wie du mir das beschrieben hast. Dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe wirklich diese Orte, die ich vor mir gesehen habe, habe ich alle gefunden. Alle gefunden. Und dann habe ich wirklich gewusst, okay, da ist irgendwie mehr dran. Und das Gleiche ist mir dann passiert, als ich Bilder gesehen habe von Schottland. Ich war bis jetzt noch nicht in Schottland, aber ich weiß, dass ich da gelebt habe. Ich sehe die Bilder vor mir, habe dann mal im Internet geguckt und gewusst, wo ich gucken muss. Und es sieht genauso dort aus. Und ja, es gibt da ganz verschiedene Sachen. Ich habe auch in meiner Kindheit da auch noch ganz andere Dinge. Eben, wenn man so redet, dann fallen einem natürlich auch immer noch so das eine oder andere ein, wo ich auch schon Kontakte hatte mit meinem Urgroßvater und so weiter. Das kann ich sonst später auch nochmal erzählen. Die sehr eindrücklich waren, die ich später einordnen konnte. Zu dem Zeitpunkt nicht. Und ja, diese Dinge kamen dann immer mehr, dass ich sie wie für mich gefunden habe, in der Realität recherchieren konnte und so finden konnte, aha, das habe ich mir ja gar nicht ausgedacht. Also ja, das war schon sehr eindrücklich, diese Erlebnisse dann, wenn man da irgendwo hinkam und wusste, hier war man schon mal, und nachher dann mitbekommt, was da los war. Also mein Geschichtswissen hätte das nie hergegeben, da irgendwas selbst zu konstruieren. Was man vielleicht wirklich zum Thema vergangene Leben und Reinkarnation noch sagen muss. Ich habe das vorhin schon mal angedeutet. Viele suchen dann Lösungen in den vergangenen Leben für ihre Probleme heute. Ich glaube nicht, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wir leben ja jetzt, und alles, was wir eigentlich brauchen, um unser Leben zu meistern, haben wir hier. Es ist ganz interessant zu wissen, als was wir mal so unterwegs waren. Das erklärt einem vielleicht gewisse Affinitäten zu bestimmten Ländern oder bestimmten Arten von Menschen. Aber die Lösung selber liegt nicht in der Vergangenheit, sondern die liegt im Hier und Jetzt. Und es wäre wichtiger, dieses Leben zu leben und das anzuerkennen, also zu sehr in die Vergangenheit zu schweifen.
ich habe mich auch gefragt, was der Grund ist, dass ich mich überhaupt an meine Leben erinnern kann, weil es mich eigentlich jetzt nicht wahnsinnig interessiert hat. Ich habe nicht danach gesucht. Für mich ist es klar, dass es keine besondere Bedeutung hat, dass ich damit arbeiten soll, sondern meine Seele ist mehr oder weniger im Lot und daher erinnere ich mich schlichtweg daran. Das ist auch nichts Spezielles. Also wenn man in Verbindung ist mit sich und allen Energiekörpern, irgendwie mehr oder weniger, das ist nicht jeden Tag gleich, dann kommen diese Erinnerungen und die machen einen einfach nur ganz. Aber fürs Lösen, fürs Hier und Jetzt halte ich die nicht für so wichtig. Also es gibt so 2, 3 Sachen, wo ich Erfahrungen gemacht habe, wo ich auch mitbekommen habe, wo es für Leute wichtig war, da nochmal wie was in Ordnung zu bringen oder in der Ahnenreihe und so weiter. Das ist wieder was anderes. Das ist auch ganz wichtig. Aber ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Haben wir im Hier und Jetzt. Was ist Ihre Erklärung dafür, dass nicht alle Menschen jenseitige Wesen wahrnehmen können? Das ist relativ einfach. Man muss sich den Mensch, eigentlich einen gesunden Mensch mit einer vollumfänglichen Wahrnehmung so vorstellen wie so eine russische Puppe. Diese Mamutschka oder wie sie heißt. Der Körper ist quasi der Kern der Seele. Dann haben wir nochmal neben dem Körper 7 Schichten. Alles zusammen gibt die Seele. Und die sollten eigentlich so mehr oder weniger angeordnet sein. Wenn das der Fall ist, ist der Mensch in der Lage, einfach alles auch wahrzunehmen mit allen Körpern. Also jeder Energiekörper kann sehen, kann wahrnehmen. Und wenn uns alles zur Verfügung steht, dann nehmen wir auch alles wahr, ohne da viel für tun zu müssen. Jetzt ist es aber so, die menschliche Entwicklung funktioniert eben vom Körper über Auraschicht für Auraschicht, bis dann alles zusammen ist. Und wenn wir dort zum Beispiel Erfahrungen machen, in unserer Lebensphase als Säugling zum Beispiel schon oder als Kleinkind, dann ist diese Auraschicht nicht richtig ausgebildet und wie verkümmert, sage ich jetzt mal, oder nicht vollumfänglich ausgedehnt oder auch verschoben. Und das führt dazu, dass am Schluss so quasi diese Auraschichten bei vielen aussehen so ein bisschen wie olympische Ringe. Und dann wird es mit der Wahrnehmung wahnsinnig schwierig, weil dann können die Menschen nicht sowohl als auch sein, sondern nur entweder oder. Also entweder gerade da oder gerade da oder gerade da. Und dann geht es mit der Wahrnehmung nicht. Das heißt, das nenne ich eine gewisse Form von Degenerierung oder Verschiebung. Und das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie dumm ist oder so. Das hat schlichtweg damit zu tun, dass man eben nicht ganz bei sich ist und nicht ganz in Harmonie ist. Ganz in Harmonie ist man nicht, aber so mehr oder weniger ist schon wichtig. Und da habe ich irgendwie das große Glück, weil ich viel bei meiner Großmutter, bei meinen Großeltern war, viel in der Natur, hatte ich irgendwie das große Glück, dass ich die wichtigsten Dinge wirklich bei mir sich wirklich richtig angeordnet haben und dadurch, oder sich meine Seele erinnert hat, wie es sein muss durch die verschiedenen Inkarnationen und daher das bei mir zum Glück einfach noch funktioniert. Aber die meisten Menschen sind eben leider verschoben durch viele Traumata und so weiter. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Also schwierig, sehr komplex. Und dadurch funktioniert das nicht so einfach mit der Wahrnehmung. Das ist auch der Grund, warum ich zur Medialität und zur Spiritualität immer in den Kursen oder bei der Ausbildung immer die Persönlichkeitsarbeit dazu nehme. Weil das genau diese wieder zu sich finden, diese Verschiebung wieder korrigieren kann. Frau Jannes, viele Menschen haben Angst vor dem Sterben. Was können Sie diesen sagen? Das Leben und auch der Tod ist immer so ein Kreislauf. Wir brauchen letztendlich nur in die Natur gucken. Dass jeden Winter passiert genau das, dass alles mal kurz wieder irgendwo verschwindet. Im Frühjahr kommt es wieder raus, als wäre nichts gewesen und hat sich wieder weiterentwickelt. Und so ist es auch mit der Seele. Also warum sollten wir anders sein als unser Lebensraum? Warum sollten wir anders funktionieren? Das macht ja gar keinen Sinn. Und die Seele ist letztendlich dieses Konstrukt der Seele oder dieses Feld der Seele bleibt. Wir scheiden den Körper wieder aus, genauso wie wir, bevor wir inkarnieren, den Körper entwickeln in der Seele und wie gesagt, der Körper als Kern der Seele, nicht die Seele irgendwo im Körper. Ich glaube, das hilft auch besser zu verstehen. Und dann verabschieden wir den Körper, aber den Rest, die Erfahrungen, das nehmen wir alles mit.
und gehen in die geistige Welt. Und dort können wir erstmal wieder sortieren, anschauen, andere Leute, also andere Seelen wieder treffen. Und ich glaube nicht, dass man Angst haben braucht vor dem Tod, weil ich glaube, man kommt auch irgendwann an einen Punkt, wo man sagt, jetzt reicht's. Aber das kommt erst ab einem gewissen Alter. Ja. Und das ist auch richtig so. Weil, der Tod ist ein Teil des Lebens und ich glaube, wenn wir ihn akzeptieren als ganz wichtigen Teil, den wir auch im Leben immer wieder erleben. Wir müssen immer wieder Dinge loslassen, sterben lassen und wenn wir dann nicht zu viel an Dingen festhalten, dann läuft es auch irgendwie besser und der Tod ist Teil des Lebens und wenn wir den akzeptieren, lässt sich es auch erst eigentlich richtig leben. Frau Jannes, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.